Ein Bürgermeister hatte staatliche Fördergelder für die Entwicklung von Systemen zum Management von Bürgerdaten mühsam eingeworben. Er war zu Recht stolz auf diesen Erfolg. Jedoch gab es im gesamten Projektantragsteam nicht die notwendige Kompetenz für die Umsetzung. Es brauchte eine Hochschule, genauer gesagt einen Professor mit möglichst vielen Studierenden und Mitarbeitern. Da war ja die Hochschule gleich um die Ecke. Zu dieser Hochschule hatte er jedoch bisher keinen Zugang gefunden. Wen konnte er direkt ansprechen und wer hatte die geeignete Expertise? Das Problem verschwand, als er überraschend einen alten Freund auf einer Jubiläumsfeier wieder traf. Der Freund managte just in der örtlichen Hochschule die Forschung. »Ja richtig, dein Problem, keinen Zugang zur Hochschule zu finden, ist mir nicht neu. Lass uns demnächst etwas trinken gehen, ich helfe dir gerne weiter.« Bei dem Treffen kam der Forschungsmanager schnell zum Thema. Wenn du erfolgreich mit der Hochschule kooperieren willst, dann musst du verstehen, wie die Hochschule tickt. Dafür habe ich hier ein Denkwerkzeug zur Erklärung mitgebracht. Vergiss mal kurz alles, was du über herkömmliche Organisationen und Unternehmen sowie Behörden kennst. Stell dir einfach vor, die Hochschule besteht aus diesen Zellen hier. Die Zellen stehen für Teams, die Leistung erbringen. In der Hochschule können diese Teams sehr unterschiedlich aussehen und zustande kommen. Fast jeder kennt zum Beispiel Teams zur Bearbeitung von Semesterprojekten oder Abschlussarbeiten. Dazu gehören meist ein oder mehrere Studierende, Lehrpersonal, Forscher und eventuell auch andere Rollen, zum Beispiel Forschungsmanager. Jetzt siehst du hier die zwei Ringe. Der innere Ring grenzt das Zentrum von der sogenannten Peripherie ab. Der äußere Ring steht für die Grenze der Organisation gegenüber der Umgebung. Und du siehst, dass jetzt Zellen in dem Zentrum oder in der Peripherie existieren. Diejenigen in der Peripherie haben Kontakt nach außerhalb. Man könnte auch sagen, die haben Marktkontakt. Zu diesem Markt zählen viele Elemente, zum Beispiel du und deine Stadt aus der Region, aber auch andere öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Verbände und Kultureinrichtungen. Uneins ist man sich in der Hochschule übrigens stets bei der Frage, ob auch Studierende zum Markt gehören sollten oder nicht. Da die staatlichen Hochschulen nach dem Hochschulgesetz verfasst sind, haben sie eine Selbstverwaltung und demokratische Elemente. Auch die grundgesetzlich verbriefte Freiheit der Lehre und Forschung wirken hier mit. Dadurch ist zum Beispiel das Zentrum, in dem auch die Hochschulleitung angesiedelt ist, nur begrenzt ermächtigt, die lehrenden und forschenden Hochschulmitglieder zu steuern. Diese können demzufolge auch weitestgehend selbst steuern, ob und in welcher Form sie den Kontakt zur Außenwelt der Hochschule suchen. Das heißt aber, für deinen Fall brauchen wir nicht nur einen Professor mit dem richtigen fachlichen Hintergrund für dein Projekt, sondern er muss auch in der Peripherie verortet sein. Mit anderen Worten, er muss zum Beispiel in der Lehre und in der Forschung Projektkooperationen vorsehen und eventuell auch über die notwendigen Ressourcen wie Mitarbeiter oder Laborausstattung, Kenntnis der Hochschulregeln für die Abwicklung solcher Projekte, Organisationstalent, auch für das Teilen der eigenen Zelle in mehrere Zellen, Kooperationen mit dem Forschungsmanagement, für die jeweiligen Aufgaben und fachliche und soziale Netzwerke innerhalb und außerhalb der Hochschule verfügen. Zudem sollten noch die Kapazitäten für zusätzliche Projekte vorhanden sein, sonst klappt das mit weiteren Aufgaben auch nicht. Es muss also jetzt für dich und dein Projekt eine Zelle gefunden werden, die all diese Voraussetzungen erfüllt. Zum Glück habe ich als Forschungsmanager einen guten Überblick über die aktuelle Situation bei uns. Und gerade im Bereich der Wirtschaftsinformatik und beim E-Commerce gibt es sehr aktive Zellen in der Peripherie, die sich auch schon mehrfach für unterschiedliche Projekte geteilt haben. Ich kenne die Kollegen deshalb persönlich und werde einmal einen Termin zur Projektanbahnung für dich koordinieren. Tatsächlich hat das Gespräch mit den Professoren dann stattgefunden und eine sehr erfolgreiche und mehrjährige Zusammenarbeit hatte begonnen. Die Aufgaben des Projektes ordneten sich der angewandten Forschung zu und die Wege innerhalb der Hochschule wurden durch die sorgfältige Konzeption der Projektzelle stark verkürzt und beschleunigt. Dadurch wurde die Kooperation ein dauerhafter Erfolg für alle Beteiligten. Diese Geschichte lehnt sich übrigens an ein echtes Projekt an. Allerdings hat sich das gezielte und schnelle Zellstrukturdesign nach Fleging als Denkwerkzeug sehr bewährt. Auf die beschriebene Art konnten tatsächlich bereits zahlreiche weitere Projekte gestartet werden. Wie solche Projekte und Aufgaben aussehen können, habe ich in einem anderen Video einmal vorgestellt. Wenn dich das interessiert, dann schaue das Video links gerne an. Für weitere Stories aus der regionalen Hochschule öffne die Playlist rechts.